Kluge Menschen arbeiten härter, denken schneller und bleiben trotzdem arm. Warum? Weil Intelligenz allein dich nicht reich macht. Und je klüger jemand ist, desto schwieriger wird es, das zu akzeptieren. Es gibt einen unsichtbaren Denkfehler, den besonders kluge Menschen machen, einen Fehler, den die meisten nie bemerken. Und genau dieser Denkfehler hält sie finanziell fest, Jahr für Jahr. Wenn du glaubst, dass Intelligenz reicht, um finanziell frei zu werden, dann solltest du dieses Video bis zum Ende sehen. Denn was du gleich hörst, wird verändern, wie du Geld für immer siehst. Kluge Menschen machen einen ganz bestimmten Denkfehler, den sie selbst kaum erkennen. Sie glauben, dass Verstehen automatisch zu besseren finanziellen Entscheidungen führt, dass Logik, Analyse und Intelligenz ausreichen, um Geldprobleme zu lösen. Doch genau hier beginnt die Falle. Intelligenz erklärt die Welt, aber sie kontrolliert nicht dein Verhalten. Und Geld ist kein Logikproblem, sondern ein Verhaltensproblem. Viele kluge Menschen wissen genau, was sie tun sollten. Sie kennen Regeln, Strategien und Risiken. Trotzdem handeln sie nicht entsprechend. Oder schlimmer noch, sie rechtfertigen schlechte Entscheidungen mit guten Argumenten. Ihr Verstand wird nicht zum Werkzeug, sondern zum Anwalt ihrer eigenen Ausreden. Und genau hier verlieren die meisten. Dieser Denkfehler ist besonders gefährlich, weil er sich rational anfühlt. Kluge Menschen analysieren alles, sie wägen ab, vergleichen, optimieren. Doch während sie denken, handeln andere. Während sie planen, sammeln andere Erfahrung. Intelligenz wird zu einem Schutzschild gegen Unsicherheit. Statt Risiken einzugehen, sucht der kluge Mensch nach perfekter Sicherheit. Das klingt klug, ist aber tödlich. Denn finanzielle Freiheit entsteht nie aus Sicherheit, sondern aus kontrollierter Unsicherheit. Ein weiterer Teil dieses Denkfehlers ist die Illusion der Kontrolle. Kluge Menschen überschätzen, wie sehr sie ihr finanzielles Leben durch Denken steuern können. Sie glauben, dass sie im richtigen Moment reagieren werden, dass sie Gefahren rechtzeitig erkennen, dass sie klug genug sind, um Fehler zu vermeiden. Doch Geldentscheidungen passieren selten in ruhigen, logischen Momenten. Sie passieren unter Stress, Angst, Vergleich und emotionalem Druck. Und genau dort verliert Intelligenz ihre Macht. Vielleicht hast du genau das schon erlebt, was viele nicht verstehen. Je klüger ein Mensch ist, desto besser kann er sich selbst täuschen. Er findet Gründe, warum jetzt noch nicht der richtige Zeitpunkt ist, warum das Risiko zu hoch ist, warum er erst mehr wissen muss. Diese innere Stimme klingt vernünftig, aber sie hält ihn fest, Jahr für Jahr. Nicht, weil er zu dumm ist, sondern weil er zu sehr denkt und zu wenig handelt. Viele kluge Menschen scheitern nicht an Geld, sondern an sich selbst. Der größte Denkfehler kluger Menschen ist also nicht fehlendes Wissen. Es ist der Glaube, dass Wissen reicht. Doch Geld folgt nicht dem klügsten Gedanken, sondern dem konsequentesten Verhalten. Und solange Intelligenz benutzt wird, um Komfort zu schützen, statt Wachstum zu erzwingen, bleibt selbst der klügste Mensch finanziell stehen. Und das passiert leise. Wissen gibt klugen Menschen ein starkes Gefühl von Sicherheit. Und genau darin liegt das Problem. Viele intelligente Menschen verwechseln Wissen mit Fortschritt. Sie lesen Bücher, schauen Videos, analysieren Märkte, verstehen Zusammenhänge und fühlen sich dadurch vorbereitet. Dieses Gefühl von Vorbereitung wirkt beruhigend. Es reduziert Angst, doch es erzeugt kein Einkommen. Wissen ersetzt keine Handlung, es verschiebt sie. Der kluge Mensch sagt sich, noch ein bisschen mehr Information, noch ein bisschen mehr Klarheit, dann bin ich bereit. Doch dieser Moment kommt fast nie. Aus Wissen wird eine Form von Schutz. Wer viel weiß, kann erklären, warum er etwas noch nicht tut, warum das Timing nicht stimmt, warum die Umstände ungünstig sind. Wissen liefert Argumente, keine Ergebnisse. Und je intelligenter jemand ist, desto besser sind diese Argumente. Sie klingen logisch, vernünftig, verantwortungsvoll. In Wahrheit sind sie oft nur eine elegante Form von Angst. Angst vor Fehlern, Angst vor Verlust, Angst davor, unklug zu wirken, wenn etwas scheitert. Und genau hier bleiben viele stecken. Viele kluge Menschen leiden unter Analyseparalyse. Sie sehen zu viele Optionen, zu viele Risiken, zu viele Szenarien. Anstatt eine Richtung zu wählen, bleiben sie stehen. Sie glauben, Stillstand sei neutral. Doch Stillstand ist eine Entscheidung. Während sie noch überlegen, entscheiden andere durch Handeln. Während sie Wissen sammeln, sammeln andere Erfahrung. Und Erfahrung schlägt Wissen fast immer, wenn es um Geld geht. Ein weiterer Aspekt dieses Denkfehlers ist Perfektionismus. Kluge Menschen wollen es richtig machen.
Sie warten auf den perfekten Plan, die perfekte Strategie, den perfekten Moment. Doch Geld belohnt keine Perfektion. Es belohnt Bewegung, unvollständige Schritte, Lernen durch Fehler. Wer erst handelt, wenn alles sicher erscheint, handelt meistens zu spät. Und das ist der Punkt, an dem viele ihr Potenzial verlieren. Am Ende wird Wissen zu einer Komfortzone. Es fühlt sich produktiv an, ohne wirklich etwas zu verändern. Der kluge Mensch bleibt informiert, aber finanziell unverändert. Nicht, weil ihm Informationen fehlen, sondern weil Wissen für ihn Sicherheit bedeutet hat. Und Sicherheit ist selten der Ort, an dem Einkommen entsteht. Der stille Vergleich ist einer der unsichtbarsten Gründe, warum kluge Menschen finanziell feststecken. Er passiert leise, fast unbemerkt. Kluge Menschen vergleichen sich nicht offen, sondern innerlich. Sie messen ihren Fortschritt nicht an ihren eigenen Zielen, sondern an unsichtbaren Maßstäben. An dem, was andere scheinbar erreicht haben, an Karrieren, Einkommen, Lebensstilen, die sie nur von außen sehen. Dieser Vergleich erzeugt ein dauerhaftes Gefühl von Rückstand, selbst wenn objektiv Fortschritt da ist. Wenn du dich hier wiedererkennst, bist du nicht allein. Das Problem ist nicht der Vergleich selbst, sondern seine Wirkung. Er verschiebt den Fokus von Wachstum zu Status. Entscheidungen werden nicht mehr danach getroffen, was langfristig sinnvoll ist, sondern danach, wie sie wirken. Kluge Menschen beginnen, finanzielle Schritte zu vermeiden, die unter ihrem Selbstbild liegen könnten. Sie warten, zweifeln, korrigieren sich selbst. Der Vergleich raubt Klarheit und erzeugt innere Unruhe. Vergleich kostet Energie, Zeit und Mut und hält kluge Menschen genau dort fest, wo sie eigentlich längst weiter sein könnten. Komfort ist eine der gefährlichsten Fallen für kluge Menschen. Er fühlt sich nicht wie Stillstand an, sondern wie Stabilität. Viele intelligente Menschen schaffen sich früh ein sicheres System, ein verlässliches Einkommen, klare Routinen, kalkulierbare Risiken. Nach außen wirkt das vernünftig. Innerlich entsteht jedoch etwas anderes: die Angst, dieses Gleichgewicht zu verlieren. Aus Wachstum wird Erhaltung. Entscheidungen werden nicht mehr getroffen, um etwas aufzubauen, sondern um nichts zu gefährden. Kluge Menschen meiden nicht Risiken, weil sie irrational sind, sondern weil sie emotionalen Kontrollverlust vermeiden wollen. Sie wählen den Weg, den sie erklären können, nicht den, der sie fordert. Doch genau hier beginnt die Begrenzung. Komfort senkt nicht nur Stress, er senkt auch Ambition. Schritt für Schritt passt sich der innere Maßstab an das sichere Leben an. Fortschritt fühlt sich plötzlich wie Bedrohung an. Und während alles stabil bleibt, bewegt sich nichts mehr. Der mentale Shift, der alles verändert, beginnt nicht mit mehr Disziplin oder mehr Wissen, sondern mit einer neuen Perspektive auf Geld. Kluge Menschen müssen aufhören, Geld als Ergebnis ihrer Intelligenz zu betrachten. Geld ist kein Beweis dafür, wie schlau du bist. Es ist ein Spiegel deines langfristigen Verhaltens. Wer das versteht, löst sich vom inneren Druck, alles perfekt machen zu müssen. Stattdessen entsteht Fokus auf Systeme, nicht auf einzelne Entscheidungen. Dieser Wandel bedeutet, Verantwortung neu zu definieren. Nicht jede Entscheidung muss klug wirken, aber sie muss konsistent sein. Reichtum entsteht nicht aus genialen Momenten, sondern aus wiederholten, oft unspektakulären Handlungen. Kluge Menschen scheitern finanziell oft daran, dass sie nach Abkürzungen suchen, wo Geduld gefragt ist. Der mentale Shift besteht darin, Zeit als Verbündeten zu sehen, nicht als Gegner. Ein weiterer Teil dieses Wandels ist die Trennung von Identität und Ergebnis. Geld darf nicht länger bestimmen, wie wertvoll du dich fühlst. Wer seinen Selbstwert an Einkommen koppelt, trifft Entscheidungen aus Angst. Wer seinen Selbstwert vom Ergebnis löst, kann ruhig handeln. Auch wenn der Weg unsicher ist, genau diese Ruhe schafft Klarheit. Am Ende bedeutet der mentale Shift, Geld als Werkzeug zu begreifen, nicht als Ziel. Werkzeuge dienen einem Zweck, sie definieren keine Identität. Sobald kluge Menschen beginnen, ihr Verhalten konsequent an langfristigen Zielen auszurichten und nicht mehr an kurzfristiger Bestätigung, verändert sich alles. Nicht plötzlich, nicht dramatisch, aber dauerhaft. Wenn du bis hierhin zugehört hast, dann ist eines klar geworden: Nicht fehlende Intelligenz hält dich finanziell zurück, sondern Denkweisen, die sich sicher und vernünftig anfühlen. Wissen, Vergleich und Komfort schützen dich, aber sie bringen dich nicht voran. Geld folgt nicht deinem Denken, sondern deinem Verhalten. Und Verhalten ändert sich nur,
wenn du bereit bist, Verantwortung zu übernehmen. Auch ohne perfekte Sicherheit. Schreib in die Kommentare, welcher Gedanke dich am meisten getroffen hat. Genau dort beginnt Veränderung. Abonniere den Kanal, wenn du Geld endlich psychologisch verstehen willst.